Wenn wir mit Kunden über ihre Herausforderungen sprechen, hören wir sehr oft, wie wichtig es ihnen ist, um Projekte schnell und effektiv umzusetzen. Und dann, wie schwer sie sich trotz aller Anstrengungen damit tun. Es gibt einfach zu viel zu tun. Dauernd wird neu priorisiert. Abhängigkeiten zu anderen gibt es mehr denn je. Und alles dauert irgendwie zu lang. Wenn dieses auch eure Realität ist, habt ihr sicherlich schon von Kanban als eine mögliche Lösung gehört. Vielleicht habt ihr es schon einmal versucht. Hoffentlich mit guten Resultaten. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir jedoch, wie wenige es schaffen, von der Theorie auf die Praxis umzusteigen. Und dafür gibt es ein paar gute Gründe. Der wichtigste aber ist der, dass ein erfolgreicher Einsatz von Kanban nur dann möglich ist, wenn man auch das Wie des Arbeitens anpasst. Anders ausgedrückt. Man kann nicht einfach von heute auf morgen Kanban und vielleicht ein dazugehöriges Tool einführen und dann hoffen, dass Projekte besser laufen, wenn man nicht auch gleichzeitig bereit ist, das Wie des Miteinanderarbeitens zu analysieren und kontinuierlich zu verbessern. Und natürlich, das gebraucht viel Energie und Zeit. Nicht wirklich ein Problem, wenn man weiß, dass man mit dem Einsatz von Kanban sehr erfolgreich sein wird. Doch das ist leider nicht gegeben. Wie kann man denn wissen, dass Kanban einem bei der Projektkoordination helfen kann, wenn man selbst noch keine Erfahrung damit gesammelt hat? Dieses Problem haben wir bei Sylvia zumindest teilweise mit unseren beiden Kanban-Simulationen gelöst. Der erste Kontakt, den Neulinge bei uns oft mit Kanban haben, ist unsere Team-Kanban-Simulation, bei der sie spielend viele der wichtigsten Kanban-Praktiken und Prinzipien entdecken. Danach geht es dann oft weiter mit einer Multiprojekt-Kanban-Simulation, in der man erkennt, wie wichtig die effektive Koordination zwischen Teams ist, um Projekte schneller abliefern zu können. Und diese Einführung Kanban in der Regel funktioniert super. Leider aber nur für die Personen, die auch bereit sind, einfach mal so 8 Stunden aufzuopfern und mit oft wildfremden Leuten zu spielen, in der Hoffnung, dass dabei etwas Gutes herauskommen könnte. Und wie viele Personen sind bereit, das zu machen? Leider nicht sehr viele. Schade. Jetzt sind wir aber auch schon beim Grund für mein Erklärvideo. Ich möchte es nämlich mal anders probieren. Anstatt dass du erst Kanban verstehen musst, bevor du entscheiden kannst, ob ein Kanban-Einsatz sich bei euch lohnen würde, möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe des Kanban-Tools von Kanbanize innerhalb kürzester Zeit schon viele Vorteile für eure Projektabwicklung mitnehmen kannst. Und wenn du dann damit Erfolg hast, werden wir uns bestimmt bei einem unserer Kanban-Simulationen oder gar bei einem Kanban-Bootcamp treffen. Denn dort können wir dir von deinem Team helfen, ein vollständiges Kanban-System mit allen Vorteilen, die dieses bringt, einzuführen. In diesem Video werde ich viele Themen ansprechen. Manche nur sehr kurz. Ich will euch ja nicht langweilen. Mehr Infos und relevante Links gibt es deswegen in der Beschreibung unten. Du wirst auch sehen, dass ich hier und da das Projekt-, Programm- und Portfolio-Management-Poster von Berry Process Agility und Kanbanize zeigen werde, um bestimmte Punkte zu erklären oder zu unterstreichen. Auch dieses könnt ihr bei uns unten herunterladen. Schließlich haben wir es ja auch ins Deutsche übersetzt. Und dann noch eine Sache, die ich kurz klären sollte. Warum werde ich das Tool Kanbanize zeigen und nicht irgendwie, wie man normalerweise das macht, ein generisches Kanban-Tool? Ganz einfach. Und zwar, weil wir überzeugt sind, dass die Wahl eines guten Tools maßgeblich zum Erfolg mit Kanban beiträgt. Und da Kanban oder Kanbanize aus unserer Sicht bei weitem das beste Kanban-Tool ist, machen wir bei Sylvia einfach alles mit Kanbanize. Auch den Kaffee. Nein, noch nicht. Aber dieses Video. Um nachzumachen, was ich heute zeigen werde, werdet ihr ein Probeabo von Kanbanize benötigen. Dazu einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken, ein paar Details einfüllen und schon habt ihr 30 Tage Zugriff auf alles, was ich heute zeigen werde. Übrigens, das ist doppelt so lang wie das Probeabo, das ihr direkt auf Kanbanizes Website freischalten könnt. Und außerdem wird Sylvia als euer Kanbanize-Partner vermerkt. Was bedeutet, wir werden euch auch weiter mit allen Kanbanize-Fragen zur Seite stehen können. Beim ersten Einloggen wird euer Dashboard natürlich noch keine Arbeitsbereiche, wie hier bei mir, zeigen. Und deswegen werden wir erst einmal die Organisationsstruktur von unserer Demo-Organisation abbilden müssen. In dieser Demo geht es um firmeninterne Projekte, an der mehrere Teams gleichzeitig arbeiten und die deswegen zentral gesteuert werden sollten.
Der Schlüsselbegriff ist mehrere Teams. Und die Annahme hier ist, dass jedes dieser Teams nicht nur an diesen zentralen Projekten arbeitet, sondern auch noch viel andere Arbeit hat. Wir nennen dieses Business as usual. Und diese Arbeit muss koordiniert werden. Ich vermute, dass sich das bekannt anhört. Solch eine Struktur können wir ganz gut in Canvanize abbilden. Wir stellen erst einmal einen neuen Teamarbeitsbereich auf und fügen das erste Team dazu, in diesem Fall ein IT-Team. Es gibt aber noch 3 weitere Teams und die fügen wir auch dazu. HR, Marketing und auch Betrieb. Da es in diesem Demo um die Koordination von Projekten geht, erstellen wir nun einen Management-Arbeitsbereich, nennen diesen einfach unsere Abteilung, fügen ein Kanban-Board mit Namen Projektkoordination dazu und verknüpfen dann auch gleich die 4 Teamboards, die wir vorhin erstellt haben. So, fertig. Wenn wir nun das Projektkoordinationsboard aufmachen, sehen wir einen Initiativen-Workflow sowie die Initiativen aller Teamboards. Diese minimieren wir jetzt. Brauchen wir nicht, da es erst nur um Projekte selbst geht. Das Projektprogramm und Portfolio-Management mit Kanban-Poster, von jetzt an werde ich dieses einfach abkürzen mit KPPM-Poster, verweist auf 5 Führungsprinzipien, die wir in dieser Demo anschauen werden. Fangen wir mit der ersten an. Also zusammengefasst, wir sollen Arbeit und Arbeitsvorgänge visualisieren. Gut, beginnen wir mal damit auf der Projektkoordinationsebene und als ersten Schritt gehen wir zu Workflows bearbeiten, um passende Namen für die 3 Arbeitsspalten zu wählen. In diesem Fall angefordert, in Arbeit und fertig. Und auch den Workflow von Initiative nach Projekte umzubenennen. Wo wir uns auch schon hier im Designer befinden, wollen wir auch gleich die Zyklusdauer konfigurieren, denn wir wollen gerne sehen, wie lange Karten, also Projekte, bei uns in Bearbeitung sind. Das fühlt sich schon vertrauter an. Jetzt wird es auch schon deutlich, was wir hier vor uns haben, nämlich einen ganz einfachen Workflow. Wir erstellen schnell die Karte neue Software, der uns anzeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich ein Projekt zurzeit befindet. Das Projekt ist angefordert, also wir haben noch nicht angefangen. Wir arbeiten daran und unser Ziel, es ist dann fertig. In dieser Karte können wir nun alles Wichtige zu diesem Projekt speichern. Natürlich fangen wir an mit worum es geht. Wer verantwortlich ist? Ich. Wann geliefert werden soll? Eine Schätzung des Aufwands, vielleicht 200 Tage, eine benutzerdefinierte Karten-ID, um einfacher mit einem anderen internen System zu synchronisieren und was auch immer wir noch anzeigen wollen. Dieses ist dann auch ein guter Zeitpunkt, die anderen Projektleiter als Nutzer auf Canvanize einzuladen. In meinem Fall gibt es diese Nutzer schon und ich muss ihnen lediglich Rechte für dieses neue Board geben. Und das reicht auch schon für den Anfang und wir sind nun bereit, um entweder die Projekte händisch einzugeben oder über die Importfunktion eine Excel-Datei mit den aktuellen Projekten hochzuladen. Ich werde den Excel-Import gebrauchen. Da wir angegeben haben, in welcher Bearbeitungsphase sich die Projekte befinden, sehen wir nun 5 Projekte in angefordert, weitere 14 in Arbeit und zum Glück eins, das schon fertig ist. Yippie! Bei jedem Projekt sehen wir auch, wer verantwortlich ist, wie lange wir schon am Projekt arbeiten und mögliche andere Informationen, die wir hochgeladen haben. Jetzt können wir schon viel machen, wie zum Beispiel Filter setzen, um zu sehen, an welchen Projekten Matthias schon arbeitet. Wir können auch Projekte priorisieren. Das geht entweder über die Priorisierungsfunktionalität und/oder über eine einfache visuelle Neuordnung, in der Projekte höher in der Spalte als wichtiger angesehen werden, als Projekte, die weiter unten sind. Wir können Blocker setzen, um anzudeuten, wann oder wenn bei einem Projekt unerwartete Probleme entstehen und auch Sticker setzen, wenn es etwas Wichtiges gibt, worüber gesprochen werden sollte. Alles schön und gut. Aber im Grunde genommen sehen wir doch nichts anderes als die Informationen, die wir normalerweise in Tools wie Excel speichern, oder? Nicht wahr? Glaube ich zumindest nicht. Denn allein die Tatsache, dass wir den Projektstatus und andere relevante Infos so einfach sichtbar machen, macht es uns sehr viel einfacher, die Projekte gemeinsam zu steuern. Aber gut, akzeptieren wir für jetzt, dass dieses noch nicht sehr viel mehr bringt als eine Projektübersicht in Excel und wenden wir uns dem nächsten KPPM-Führungsprinzip zu. Vielleicht bekommen wir ja Inspiration.
Beim kontinuierlichen Wertfluss geht es darum, dass wir einen beständigen Fluss von Ergebnissen, also das suchen. Also von Projektidee, wo wir anfangen, bis zum abgeschlossenen Projekt für einen Kunden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sehen wir auch gleich das Problem auf unserem Board. Und zwar haben wir sehr viele Projekte, die in Arbeit sind und die vermutlich auch lange dort bleiben werden. Von einem kontinuierlichen Wertfluss, also ein Fluss, keine Spur. Denkt man ein bisschen über das Problem nach, wird man auch schnell feststellen, dass die Projekte nicht nur in Arbeit sind, sondern einen definierten Lebenszyklus haben, den wir eigentlich doch ganz schön auf einem Kanban-Board abbilden könnten. Machen wir das. Wieder gehen wir zu Workflows, bearbeiten und nun teilen wir den Bereich in Arbeit auf in 4 Spalten. Angefangen bei der Initiierung, dann Planung, Durchführung und Abschluss. Die Phasen, die ihr gebrauchen könnt, natürlich haben etwas zu tun mit, was ihr heute macht in eurer Organisation. Was uns nun bleibt zu tun, ist, die Projekte je nach ihrem Status auf die jeweiligen Spalten aufzuteilen. In der Planung haben wir neue Software und ID 5 und 4. In der Durchführung 5 weitere Projekte, im Abschluss 2 und dann die restlichen in der Initiierung. Diese Visualisierung ist sehr viel mehr aussagekräftig, weil wir jetzt genau sehen können, welche Projekte wie weit sind. Geht es darum, um Projekte abzuschließen, würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, sich um Projekte 14 oder 15 zu kümmern, als um solche, die noch in der Initiierung stecken. Wir können aber noch einen Schritt weiter gehen und für jede Spalte andeuten, wie lange Projekte normalerweise dort verweilen, bevor sie weitergeschoben werden. Die Service-Level-Erwartungen finden wir, also eine Feature von Kanbanize, finden wir in den Board-Richtlinien im Menü auf der rechten Seite. In Spaltenrichtlinien wählen wir zum Beispiel die Initiierungsspalte und dann Edit, dann neue SLE, einen beschreibenden Namen geben und die Länge der normalen Zyklusdauer einfüllen. In diesem Fall 180 Tage. Also wir erwarten, dass Projekte bis zu 6 Monate in dieser Spalte bleiben werden. Und jetzt sehen wir auch schon, dass 3 der 4 Projekte länger als die vorgesehene Zeit in der Spalte aktiv sind. Vielleicht sollte man sich darum kümmern. Leider können wir bisher nicht auf Detail-Level sehen, was gemacht wurde. Doch da wir auch in dieser Spalte ein paar Standardschritte durchführen müssen, können wir diese ganz einfach als Ausgangskriterien in Kanbanize aufstellen. Also wieder eine Feature von Kanbanize. In dieser Organisation gibt es 5 solche Schritte, die ich nun dazufügen werde. Machbarkeitsstudie ist durchgeführt. Umfang ist identifiziert. Projektbeteiligte sind identifiziert, Business Case aufgestellt und dann Projekt ist genehmigt. Was wir hiermit erreichen, ist, dass Kanbanize uns verhindert, eine Karte in die nächste Spalte zu ziehen, bevor nicht alle 5 dieser Schritte erledigt sind. Da Kanbanize auch alle Veränderungen an der Karte aufzeichnet, können wir auch später im Verlauf einer Karte genau sehen, wer und wann was gemacht hat. Diese Schritte können wir nun für alle anderen Spalten ausführen und so bekommen wir eine Übersicht über den Fluss aller Projekte. Eine Übersicht, die du so wahrscheinlich nicht von anderen Projektmanagement-Tools kennst. Trotz aller bisherigen Vorteile der Visualisierung ist es noch immer nicht einfach zu wissen, an welchem Projekt jemand heute zu arbeiten hat. Vielleicht kann uns das nächste KPBM-Führungsprinzip helfen. Hier geht es um einen besseren Fokus, besonders auch auf das, was die Projektkunden für wichtig halten. Zum Beispiel, wie schnell ein Projekt geliefert wird. Oft stellt man dann an dieser Stelle fest, dass es doch zu viele Projekte gibt, die schon in Bearbeitung sind und es fällt sehr schwer, einen Fokus zu setzen. Zudem sind so gut wie alle Beteiligten im Projektsystem frustriert, dass sie so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten sollen. Heute dieses, morgen jenes. Wer schon an einer Multiprojektsimulation mit Kanban teilgenommen hat, wie zum Beispiel die, die wir anbieten, wird wissen, wie viel länger einzelne Projekte dauern, je mehr Projekte gleichzeitig bearbeitet werden. Andersherum ausgedrückt. Wenn wir an weniger gleichzeitig arbeiten, also mehr Fokus setzen, wird alles schneller. Und wie macht man das? Ganz einfach, indem man in Kanbanize eingibt, wie viele Projekte gleichzeitig in Bearbeitung sein können. Solche Work in Progress oder kurz WIP-Limits kann man auf verschiedene Weise setzen. Ich wähle hier ein Limit für den gesamten In-Bearbeitung-Bereich von 15 und erlaube keine Limitüberschreitung.
Warum gerade 15? Weil wir im Augenblick mit 15 Projekten arbeiten und irgendein Limit, der kleiner ist, zu Anfang meist auf Widerstand stößt. Und wir erreichen mit dieser ersten Einschränkung zumindest ein wichtiges Ziel. Kanban wird von nun an verhindern, dass wir schnell noch ein Projekt starten und somit das Problem noch größer machen. Die einzige Möglichkeit, jetzt ein neues Projekt zu starten, wäre, um erst ein Projekt fertig zu machen und somit Platz im System zu schaffen, um ein weiteres nachziehen zu können. Das wollen wir jetzt aber nicht, also schieben wir alle Projekte wieder auf ihre Ausgangssituation zurück. Bei einer Kanban-Einführung ist das Einsetzen von WebLimits ein ganz wichtiger Hebel, um das gesamte Liefersystem leistungsfähiger und vor allem mehr vorhersagbar zu machen. Doch dazu reicht uns leider nicht die Zeit in diesem Video. Fassen wir zusammen. Wir haben Projekte in Kanban visualisiert und uns darauf geeinigt, dass wir einen beständigen Projektfluss suchen. Von angefordert über die verschiedenen Projektphasen hinweg bis zu einem fertigen Projekt. Zudem haben wir den Fokus gesetzt auf die Projekte, an denen wir schon arbeiten und haben damit einen ersten Schritt gemacht, um Lieferzeiten zu verbessern. Bis zu diesem Zeitpunkt aber haben wir nur eine Visualisierung der Ist-Situation. Und schon nach kurzer Zeit wird der aktuelle Stand womöglich schon anders aussehen. Es gilt nun, das System lebendig zu machen. Und dafür gibt es auch schon das nächste KPPM-Führungsprinzip. Jede Person, die schon mal in der Produktion gearbeitet hat, wird wissen, wie wichtig es ist, sich in einer Morgenrunde kurz abzusprechen. Danach weiß dann jede Person, was sie den Tag über zu machen hat. Genau solch eine Runde brauchen wir an dieser Stelle auch, um die tägliche Arbeit an den Projekten zu koordinieren. Wie geht das? Ganz einfach. Zu einer festen Zeit, oftmals täglich, sollten sich alle Betroffenen treffen und kurz über alles, was einen Effekt auf den Projektfluss haben könnte, sprechen. Sind alle Karten auf dem neuesten Stand? Was können wir heute fertig machen? Wer braucht Hilfe? Wo sind Projekte blockiert und muss der Chef eine Entscheidung machen? Gibt es neue Projektrisiken? Wer kann wem helfen, ein Projekt weiterzubringen? Dieses sind alles gute Fragen, die dafür sorgen, dass jeder direkt nach der Runde weiß, was als nächstes zu tun ist. Und natürlich erreichen wir damit auch, dass das Board anfängt zu leben und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Wenn wir nun an den Projekten arbeiten, wird es auch hoffentlich schon bald dazu kommen, dass ein Projekt fertig gemacht wird und wir ein nächstes nachziehen dürfen. Aber welches genau? Gute Frage. Denn um einen kontinuierlichen Wertfluss zu haben, müssen wir sicher machen, dass wir das Projekt starten, das den meisten Wert für die meisten Beteiligten bringt. Und dabei sollte man nicht nur die zu erwartenden Ergebnisse berücksichtigen, sondern auch alles, was, sobald man das Projekt gestartet hat, einen Einfluss auf die zügige Durchführung dieses Projektes haben könnte. Wir suchen ja einen kontinuierlichen Wertfluss und wollen unser Liefersystem nicht unnötig vollstopfen mit Projekten, die permanent auf andere warten müssen. Also, wir wollen das Projekt starten, welches wichtig ist und welches wir auch zügig umsetzen können. Natürlich kann keine einzelne Person so eine Entscheidung treffen, weswegen man an dieser Stelle ein sogenanntes Replenishment Meeting einführt. Ziel eines solchen Treffens ist eine Analyse aller angeforderten Projekte und eine Priorisierung und auch Wahl der Projekte, die als nächstes gestartet werden könnten. Dazu erweitern wir den angeforderten Bereich und fügen eine Selektiert-Spalte vom Typ Warteschlange dazu. Projekt 17 und 20 sind in diesem Beispiel die klaren Gewinner. Vielleicht sieht das jetzt nicht nach viel aus, aber überleg mal, was wäre, wenn es 20 Projekte oder mehr im Status angefordert gäbe. Die Chancen, dass wir das richtige Projekt wählen, wenn wir uns nicht darüber absprechen und einen regelbasierten Beschluss machen, sind so gut wie null. Und somit wird es auch extrem schwierig, das Projektsystem nicht zu überlasten. Haben wir jetzt ein gutes Kanban-System für unser Projektmanagement? Möglich. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass die regelmäßigen Kanban-Meetings sowie die Work-in-Progress-Limits Probleme sichtbar machen, um die wir uns kümmern sollten, wenn wir das System weiter verbessern wollen. Und das können wir auch ganz gut machen, wenn wir uns regelmäßig, vielleicht einmal monatlich, mit allen Rollenspielern für eine Review treffen. In einer solchen Besprechung geht es darum, herauszufinden,
was gut lief, aber vor allem, was zukünftig besser laufen könnte. In dieser Demo könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Mitarbeiter darüber klagen würden, dass Karten nur sehr langsam übers Board wandern. Man trifft sich in den täglichen Kanban-Meetings und nichts ist geschehen. Und dass man deswegen auch nicht genügend Transparenz über das, was innerhalb der Projekte passiert, hat. Nach einer kurzen Analyse findet man dann auch schnell das Kernproblem. Und das ist, dass Projekte zu groß sind und als kleinere Teilprojekte durch Teams abgearbeitet werden, was wahrscheinlich bei euch auch so passiert. Und leider ist dieses nicht auf der Koordinationsebene sichtbar, weil alle Projektmitarbeiter in diesem Demo-Fall auch was daran machen wollen, beschließen sie deswegen, um alle Projekte in ihre Teilprojekte zu zerlegen, um die einzelnen Teams deswegen auch mehr in die Koordination mit einzubeziehen. Es wird also Zeit, nach den 4 verknüpften Workflows für unsere Teams zu schauen. Wir haben die ja vorher schon angelegt. Bisher gibt es dort aber noch nicht sehr viel zu sehen. Auf dem IT-Board sehen wir die Standard-Kanban-Aufstellung für Teams. Oben Initiativen oder Projekte, die dann in Karten, also Aufgaben, unten aufgeteilt werden können. Wie auch schon vorhin bei den Projekten werden wir zuerst die Workflows auf unsere Bedürfnisse anpassen, und zwar mit einer Aufstellung, die wir oft bei Kunden sehen. Für IT würde das so aussehen. Projekte und Teilprojekte ist der neue Name für Initiativen. Die Spalten angefordert, der blaue Teil. Im orangenen Teil, also in Arbeit, haben wir Planung, Durchführung, Abschluss und dann fertig. Das ist der grüne Bereich. Beim Aufgaben-Workflow haben wir lediglich angefordert, Durchführung und fertig. Dann auch noch die eingebaute Automatisierung schnell ausschalten, da wir selbst bestimmen wollen, wann Karten in die nächste Spalte geschoben werden müssen. Genau den gleichen Vorgang wiederholen wir nun für die 3 anderen Bereiche. Erst Marketing, dann HR und dann der Betrieb. Und bevor ich vergesse, noch schnell die Automatisierung auf Projektebene ausschalten. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Projekt zu planen, also in kleinere Projekte aufzuteilen und diese dann über die Teams zu verteilen. Machen wir das doch gleich für das oberste Projekt in Planung, neue Software. IT hat dabei das meiste zu tun und wir stellen eine untergeordnete Karte für den Ankauf und Servermigration auf. Als nächstes müsste es einen Migrationsplan geben. Auch den stellen wir auf, der dann auch ausgeführt werden soll. Und das Projekt muss natürlich auch gründlich abgeschlossen werden. Nicht nur IT hat was zu tun, sondern Marketing hat eine Schulung für die neue Software abzuschließen. Bei der HR-Abteilung geht es darum, dass sie die nötigen Personen, die diese Software weiterhin betreuen werden, auch noch finden und einstellen müssen. Und auch sie müssen geschult werden. Im Betrieb gibt es auch andere Softwarepakete und deshalb ein kleines Projekt, um die neue Software mit der bestehenden zu integrieren. Und ja, auch der Betrieb muss in der neuen Software geschult werden. Und fertig ist die Planung. Wenn es nur immer so einfach wäre. Natürlich würde man bei einer richtigen Planung auch andere Details wie die Beschreibung der einzelnen Teilprojekte, vielleicht Aufwandschätzungen und viele andere Aspekte mit einfüllen. Doch für diese Demo, denke ich, reicht der Gedanke. Schritt zurück. Was haben wir denn jetzt? Ein Projekt, das vollständig durchgeplant ist und wo wir über die Blöckchen die jeweiligen Unterprojekte erkennen können. Noch wichtiger, die Farbe der jeweiligen Blöckchen deutet an, in welcher Phase ein bestimmtes Projekt zurzeit steckt. Ein Beispiel. Wenn das Teilprojekt Ankauf und Serverinstallation gestartet wird, verändert sich die Farbe erst nach Orange, weil daran gearbeitet wird, und letztendlich in Grün, wenn das Projekt dann auch fertig ist. Und das gilt für alle Projekte, die wir so in Bearbeitung ziehen und später fertig machen.
Auf der Projektkarte sehen wir nun nicht nur die einzelnen Projekte und ihren Status, sondern auch eine Anzeige, die aussagt, welcher Prozentsatz der Teilprojekte schon erledigt ist. In diesem Fall 11% aller Karten. Ganz schön wertvoll, dieses Wissen. Als Projektorganisation haben wir natürlich schon die Planung für die aktiven Projekte hinter uns und können diese dann auch ganz einfach in die jeweiligen Teamboards mit ihren Verknüpfungen importieren. Bei mir in der Demo gibt es wieder mal einen Excel-Import. Puh, ganz schön voll das Ganze, was ja auch so ein bisschen der Realität entspricht. Es gibt ja so viele Bälle, die man gefühlt gleichzeitig in der Luft halten muss. Aus der Vogelperspektive kann man besonders gut die große Menge der Teilprojekte erkennen. Da Kanban als auch in sehr großen Organisationen eingesetzt wird, gibt es ziemlich viel Hilfe, um die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wenn wir uns zum Beispiel nur ein Projekt und all seine Teilprojekte anschauen wollen, wählen wir im Kontextmenü einer Karte, Verknüpfungshierarchie filtern und schwupps, sehen wir nur dieses eine Projekt. Wenn wir andererseits sehen wollen, welche Projekte einer bestimmten Person zugeordnet sind, können wir das über die Boardfilter tun. Wenn Matthias nicht nur der Projektmanager wäre, sondern auch verantwortlich wäre für bestimmte Projekte, die durch die Teams erledigt werden, also Teilprojekte, würde man das auch gleich hier auf dieser Ansicht sehen. Okay, wie können wir nun mit dieser extra Information Projekte schneller fertig machen? Da wir einen kontinuierlichen Wertefluss suchen, würde es sicherlich Sinn machen, sich kurz das erste Projekt in Spalte Abschluss anzuschauen. 0% fertig, doch der Schein trügt, denn alle Teilprojekte, wie wir hier sehen können, befinden sich momentan in der Abschlussphase. Eine Möglichkeit, die sich anbietet, ist, um uns in der täglichen Kanban-Meeting abzusprechen und diesem Projekt Vorrang zu geben. Doch leider gibt es immer so viel zu tun, dass diese Entscheidung auch schnell wieder in der Masse der Anforderungen an die Teams untergehen würde. Was dann an dieser Stelle schön wäre, ist, wenn wir irgendwie andeuten könnten, dass dieses Projekt Priorität hat und dass die Informationen dieses Projektes automatisch an alle Teams weitergegeben werden. Also alle Teams müssen wissen, dass dieses Projekt Priorität hat. Wie ihr schon erraten habt, kann Kanban uns auch hiermit helfen, und zwar mit einer Geschäftsregel. Und da gibt es viele Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren. Wir wählen hier die Regel übergeordnete Karte aktualisiert. Geben wir den Titel Projekt priorisiert, wählen das Feld Priorität, um anzudeuten, wann die Regel ausführen soll, selektieren dann das Projektkoordinationsboard und auch die Teamboards für die übergeordnete Karte und kopieren letztendlich die Priorität in untergeordnete Karten, sofern sie nicht gerade in Done oder Archive sind. Und siehe da, wenn wir unser Projekt priorisieren, wird diese Info auf die Teamboards übertragen und schon sehen alle, auch auf Teamlevel, was wichtig ist. Jetzt haben wir schon viel erreicht und Projekte sollten so langsam aber sicher in Fluss kommen. Man könnte jetzt hier aufhören und einfach nur auf die guten Nachrichten warten. Aber da wir uns ja immer noch regelmäßig zum Review treffen, werden wir wahrscheinlich schon schnell feststellen, dass die einzelnen Teams sich beklagen. Und zwar, dass sie die einzelnen Teilprojekte auf ihren Boards bearbeiten können, aber dass diese zu grob geschnitten sind für ihr tägliches Arbeiten. In kurz, sie möchten gerne die einzelnen Aufgaben für ihre Projekte sehen. Was also geschehen muss, ist, dass die Teilprojekte von Team IT zum Beispiel noch weiter durchgeplant werden müssen und wir die Aufgaben für alle solche Projekte visualisieren müssen. Anstatt dass wir jetzt alle Aufgaben einzeln einführen, werden wir wieder die Import-Funktion gebrauchen. Und dieses Mal zweimal, da bei jedem Import nur 100 Karten aufgenommen werden können. So, und jetzt sieht das Ganze schon sehr viel mehr nach einem IT-Team aus. Das Schöne daran ist, dass das IT-Team nun selbst darüber beschließen kann, wie sie denn am besten ihre Projekte angehen sollten. Sie werden selbst organisierend und sehen dabei, dass es sehr viele Aufgaben in Durchführung gibt. Und es ist irgendwie alles ein bisschen unübersichtlich für sie. Was tun? Ja. Als erstes könnten Sie vielleicht die 3 Karten in einer Spalte nebeneinander zeigen. Immer noch sehr viel und auch ein bisschen monoton. Vielleicht noch die gesamte Kartenfläche einfärben
In der Kartenansicht einstellen kann man das machen. Und dann noch vielleicht den Sim-Level auf Stufe 3 stellen. So, mehr können Sie auch jetzt wirklich nicht hierbei rausholen. Es gibt leider wieder einmal zu viel zu tun und zu viel, an dem gleichzeitig gearbeitet wird. Moment, die Priorisierung, die wir auf Projektebene eingeschaltet haben, wurde nicht wirklich bis auf Aufgabenlevel weitergegeben. Und das hat auch einen Grund. Die Karte bestand ja noch gar nicht, als wir das Projekt priorisiert hatten. Also, hier noch einmal anwenden und schon sehen wir, dass einige Aufgaben eine höhere Priorität haben. Also wahrscheinlich erst daran arbeiten. Das ist aber leider noch nicht die volle Realität fürs IT-Team, denn es gibt noch andere Aufgaben, die nichts mit den offiziellen Projekten zu tun haben, die aber trotzdem wichtig sind und auf dem Board erscheinen sollten. Wieder starten wir einen kurzen Import für alle anderen Aufgaben. Diese Aufgaben haben wir jetzt gelb markiert, da sie ja deutlich anders sind. Und jetzt erst kann man sehen, wie schwierig es wirklich auf Teamebene sein muss, um an der richtigen Aufgabe zur richtigen Zeit zu arbeiten. Allerhand. An dieser Stelle nur eine kurze Anmerkung von mir. Obwohl es jetzt alles ziemlich unübersichtlich aussieht für Team IT, ist dieses nicht ein Manko von Kanban, sondern lediglich eine Reflexion der Wirklichkeit. Nämlich bei einem Team von zwischen 5 und 10 Personen gibt es in der Regel zwischen 5 und 10 aktive Aufgaben, was dann zu so vielen Karten führt und natürlich schnell unübersichtlich wird. Wie ihr bereits wisst, Kanban hilft nicht nur, um die Probleme sichtbar zu machen, sondern gibt auch konkrete Ratschläge, über was zu tun ist, um die Sache wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und wie genau? Ganz einfach, indem jedes Team in dieser Organisation durch genau den gleichen Einführungsprozess geht, wie wir ihn schon für die Projektkoordination gemacht haben. Zuallererst wird der Arbeitsfluss abgebildet, auch für die Aufgaben. Dann sollten sich alle Teammitglieder für eine tägliche, kurze Kanban-Runde treffen. Natürlich können nicht so viele Aufgaben gleichzeitig angepackt werden und muss es schon schnell Work-in-Progress-Limits für die Durchführungsspalte geben. Auch eine wöchentliche Replenishment-Meeting ist durchaus sinnvoll, wenn es so viel Arbeit gibt und alle immer an den wichtigsten Aufgaben arbeiten sollen. Und, last but not least, sollte eine regelmäßige Review-Meeting eingeführt werden. Hört sich doch alles einfach an, oder? Die Organisation verändert sich zwar nicht über Nacht, doch man kann sich darauf einstellen, dass die gesamte Projektabwicklung von Monat zu Monat effektiver wird. Die bisherigen Schritte in dieser Demonstration folgten immer irgendwie automatisch auf den vorigen Schritt und brachten uns schon gefühlt viele Vorteile. Wie zum Beispiel, dass alle wesentlich entspannter ihrer Arbeit nachgehen können, weniger Bälle in die Luft haben und zudem wissen, dass sie an den wichtigsten Aufgaben arbeiten. Ein wirklich großes Plus. Aber führt dieses auch zu messbaren Ergebnissen? Überhaupt, wie wissen wir, ob wir bestimmte Veränderungen auch wirklich Verbesserungen sind? Leider haben wir in diesem Thema noch nicht genug Daten gesammelt und müssten wir uns noch ein wenig gedulden, bevor wir mit den Metriken etwas anfangen können. Doch ich möchte dir nur eine kleine Kostprobe geben für das, worauf du dich schon bald freuen kannst. Lass uns dafür kurz auf ein paar Daten aus dem Syviet Kanban Board schauen. Auf dem Durchsatzdiagramm kann man sehen, wie viele Karten in einem beliebigen Workflow pro Zeiteinheit fertiggestellt worden sind. Ziel ist natürlich, um diesen Durchsatz von Woche zu Woche so konstant wie möglich zu halten oder gar zu steigern. Die Trendlinie in diesem Fall informiert uns darüber, wie viele Karten das Team zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit fertig haben kann. Das Cycle-Time-Streudiagramm gibt Auskunft über, wie lange es gedauert hat, um einzelne Karten zu erledigen. Jeder Punkt in diesem Diagramm ist eine Karte, die an einem bestimmten Zeitpunkt fertig gemacht wurde. Wieder gibt uns die grüne Trendlinie wichtige Informationen zu dem Verhalten unseres Systems. Hier können wir zum Beispiel ablesen, dass 85% der Arbeit zurzeit in 8 Tagen oder weniger erledigt wird. Ist das gut? Keine Ahnung. Aber mit dieser Info kann man schon ganz gut Erwartungen steuern.
In der Blocker-Clustering-Grafik kann man ablesen, welche Blocker am meisten vorgekommen sind und dann auch, wie viel Zeit sie uns schon gekostet haben. Mit diesem Wissen kann man sehr, sehr gut das System weiter verbessern. Jeden Blocker, den man wirklich permanent auflösen kann, bedeutet permanente Verbesserung. Und dann, je besser wir einen Arbeitsfluss im Griff haben, desto verlässlicher werden unsere Voraussagen, die wir mit der Monte Carlo-Methode berechnen können. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass wir 50 Karten fertig machen müssen, können wir ablesen, wann wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% mit allen Karten fertig sein werden. Und dann die ganz große Frage, die Kunden so gerne stellen. Wann wird, und setz ein, was der Projektname ist, Projekt XYZ fertig sein? Super Frage. Auch hier kann uns Kanban-Nice helfen. Auf Projektebene gibt es nämlich eine Vorhersagefunktion, die genau dieses auch tut. Für Kanban Bootcamp 10 stellen wir ein paar Parameter ein und nun sehen wir, dass das anvisierte Enddatum vom 15. April für diese Karte, für das nächste Kanban Bootcamp, sehr realistisch ist und dass wir vielleicht sogar schon vorher damit fertig werden. Natürlich ist ein verlässliches Ergebnis sehr abhängig davon, wie gut der gesamte Fluss gesteuert wird. Doch zumindest gibt dieses eine Idee von dem, was möglich ist, wenn man dieses Ziel danach erreicht. Bei so vielen aktiven Projekten ist es oft schwierig, das große Bild zu erkennen und es wäre doch ganz schön, wenn wir auf Portfolio, also auf strategischer Ebene, sehen könnten, wo Fortschritte gemacht werden und wo es vielleicht noch hapert. Ihr kennt meine Aussage schon. Auch das können wir in Kanban-Nice machen. Als Beispiel werde ich im Designer einen neuen Workflow von Typ Zeitstrahl erstellen. Diesen nennen wir schlicht Portfolio. Als erstes visualisieren wir die strategische Digitalisierungsinitiative und deuten an, dass diese schon letztes Jahr begonnen hat und noch ungefähr für ein weiteres Jahr geplant ist. Jetzt wählen wir noch die Projekte, die dazugehören. Im Ganzen 5. Und fertig ist die erste strategische Initiative. Wir sind aber auch gleichzeitig dabei, ein neues Produkt zu entwerfen. Ein super cooles Produkt in diesem Fall. Und auch hier sind einige Projekte dieser Initiative zugeordnet. 4 reichen für die Demo. Wenn wir jetzt auf eine bestimmte Initiative reinzoomen wollen, schalten wir den Filter ein und nun sehen wir den Status aller Projekte und Teilprojekte in allen Teams der Organisation. Einfach so, ohne dass irgendjemand einen Report schreiben musste. Obwohl wir über den Projektfortschritt nun informiert sind, wissen wir leider noch nicht, ob wir unsere strategischen Ziele selbst erreichen. Das können wir leicht ändern, indem wir die messbaren Ergebnisse und den heutigen Stand als Ergebnisse in Kanban speichern. Beim ersten Ergebnis geht es um die neuen Kunden, die wir jeden Monat dazu gewinnen wollen. Dafür haben wir schon ein Feld genannt New Customers per Month. Der aktuelle Wert liegt bei 15. Wir messen dieses, weil ohne Kunden geht gar nichts. Der Ausgangswert ist 0 und der Zielwert soll 50 sein. Ein anderes Ergebnis, das wir messen wollen, ist, wie viele Einnahmen wir bisher generiert haben. Das Amount-Feld. Der aktuelle Wert liegt bei 10.000. Der Grund für die Messung ist, nur Kunden, die Zahlen zählen, logisch, und nicht nur Kunden, die das Produkt testen. Der Ausgangswert ist 0 und der Zielwert 100.000. Und schon können wir sehr gut sehen, wie es um die einzelnen Initiativen in unserem Portfolio steht. Kanban im Projektmanagement bringt sehr viele Vorteile. Und ich hoffe, ich konnte euch zumindest ansatzweise zeigen, wie auch ihr schon schnell zu den folgenden Ergebnissen kommt. Transparenz und Zusammenarbeit, schnellere und effektivere Kommunikation, klare Prioritäten und Ausrichtung, autonome, selbstorganisierende Teams, zufriedene Kunden und bessere Geschäftsergebnisse und natürlich noch viele mehr. Zu Beginn des Videos nannte ich, wie wichtig es ist, das Wie des Arbeitens anzupassen, um den maximalen Wert aus Kanban zu schöpfen. Dieses ist natürlich auch nachdem du dieses Video geschaut hast immer noch wahr, weswegen ich auch ganz bewusst noch nicht das letzte KPPM-Führungsprinzip angesprochen habe. Egal wie gut man ist, die Mechanik einer neuen Arbeitsweise einzuführen,
Die Kultur eines Teams oder gar einer Organisation nachhaltig zu verändern, ist eine Herausforderung auf einem ganz anderen Level. Aber genau dieses ist das, womit wir bei Syviet inzwischen viel Erfahrung haben. Wir nämlich helfen Teams, Abteilungen, sogar ganzen Unternehmen damit, nicht nur Kanban und Kanban-Eis einzuführen, sondern ganz konkret auch damit, das Wie des Arbeitens anzupassen. Unsere Kanban-Simulationen, Kanban-Bootcamp-Einführungen und weiterführende Kanban-Unterstützung mit Hilfe von Mastermind-Gruppen haben schon sehr vielen Personen geholfen. Warum nicht auch euch? Denkt daran, Kanban ist nicht nur eine Methode, um Arbeit besser zu visualisieren, sondern eine Management-Methode, um gesamte Organisationen nachhaltig zu verbessern. Nicht über Nacht, sondern von Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr. Viel Erfolg mit dem Experimentieren. Wie gesagt, alle Links und weiterführenden Informationen findet ihr unten. Wenn ihr weitere Videos über Kanban und Kanban-Eis haben wolltet, abonniert auch gleich diesen YouTube-Kanal. Und nicht vergessen, das Kanban-Eis Probe-Abo wartet auf euch.